einfarbigen roten Einband, einen goldgelben Rahmen und eine dünne schwarze Linie um jede Form. Auf einem weißen Etikett auf dem Einband steht Buchrepo und darunter Alexan Solongo mit dem Logo von Time Flies Away. Ein schwarz-weißer Kreis mit verschiedenen Symbolen im Yin- und Yang-Stil. Der Hintergrund ist ein hellbraunes Pergamentpapier mit kleinem Text in dunkelbrauner Kalligraphie-Schrift, der nicht lesbar sein soll. Buchcover-Bildbeschreibung: Ein komplett violettes Cover, dunkel im Hintergrund mit hellerer, pflanzenähnlicher Abstrakt-Deko geschmückt. Im Vordergrund der Titel Pendulum, aufgetrennt in 3 Silben und in einer Schriftart, die die Buchstaben wie Kristalle aussehen lassen. Dazwischen jeweils der Untertitel des ersten Bandes, ein Traum von 5 Elementen, oben der Name der Autorin J. Helmond und darunter der Verlag Alea Libris. Klappentext: Eine fürsorgliche Familie, brave Freunde, gute Schulnoten. Felix könnte so ein einfaches und bequemes Leben führen, wäre dann nicht sein Hang zu allem, was gefährlich ist. Verwirrt von den Schatten seiner Vergangenheit, mysteriösen Ereignissen in seiner Heimatstadt und erschreckenden prophetischen Träumen lernt er das Pendulum kennen, eine mächtige Substanz, deren Existenz dem größeren Teil der Menschheit nicht bekannt und dem kleinen Kreis der Eingeweihten ein Rätsel ist. Zusammen mit seinen Freunden, dem religiösen Arthur und der wissenschaftlich begeisterten Claudentina, versucht Felix, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, doch er ist nicht der Einzige. Ein alter Bekannter mit finsteren Absichten teilt sein Interesse und steht kurz davor zu demonstrieren, dass zu viel Macht in falschen Händen verheerende Folgen haben kann. Rezension: Puh, ich bin jetzt mindestens genauso müde wie die Hauptcharaktere am Ende des Buches, allerdings auf positive Weise. Die Geschichte war purer Nervenkitzel, dem ich die letzten 48 Stunden nicht ausruhen ließ. Ich wollte eigentlich nur mal kurz beim Prolog reinschauen und konnte es nicht mehr weglegen. Hab die ganze Nacht durchgelesen, bis ich im Sitzen eingeschlafen bin, nur 3 Stunden Schlaf abbekommen, zur Uni gefahren und zu Hause am Abend gleich wieder weitergelesen. Und ebenfalls die Nacht durch wieder wenig Schlaf abbekommen, aufgestanden und weitergelesen, bis ich nun fertig bin, Samstag 3 Uhr morgens. Und am liebsten gleich weiterlesen will, denn wie ich herausgefunden habe, ist es eine mehrteilige Reihe mit Spin-offs. Aber der 2. Band ist noch nicht draußen. Das Ende deutet zwar eine Fortsetzung an, du könntest es aber auch als eigenständige Geschichte sehen. Es sind zwar noch einige Fragen offen, aber das ist ja oft bei Büchern so, auch bei beendeten. Dass es weitergeht, weiß ich, weil ich die Autorin gefragt habe. Hab die Charaktere eben sehr schnell ans Herz geschlossen und will mehr von ihnen lesen. Auch wenn ich nicht warten kann, bin ich sehr froh, dass deren Geschichte noch nicht vorbei ist und ich sie bald wiedersehen werde. Ich mache mir hier oft Notizen pro Kapitel, vor allem wenn es um Mystery geht. Wer mir auf MAL folgt, weiß das vor allem LOL, aber selten so viel wie hier. Die Autorin und der Verlag können es bestätigen. Bei der Leserunde habe ich zu jedem Kapitel einen halben Roman mit meinen Kommentaren und Theorien geschrieben. Aber ich liebe sowas. Wie du bei meinen Rezensionen von Boy in the Right Room, Pandora Hearts und auch The Girl from the Other Side sehen kannst. Dadurch, dass es ein E-Book ist, konnte ich immer die Textstelle im Kapitel markieren und gleich in der App einen Kommentar verfassen. Lese fast nie E-Books, also ist das tatsächlich eine Neuentdeckung, lol. Bin vorher eben auf den Notizen-Tab gegangen und war echt schockiert, wie lange ich das scrolle. Gefühlt bei jeder zweiten Seite mindestens ein Kommentar. Manchmal waren es auch nur Kleinigkeiten, wie zum Beispiel mich über die Charaktere zu beschweren oder meine Shippings zu feiern, wenn sich die Personen näher gekommen sind. Aber ja, ist selten, dass ich so viele Kommentare schreibe. PS, ich aus der Zukunft, nein, ist nicht mehr selten. Tatsächlich sind viele meiner Theorien wahr geworden, aber das hat mir damit nur noch mehr Spaß bereitet, noch mehr mitzudenken, sodass ich mit mehr Recht habe. Aber auch hatte ich einige Überraschungen erlebt oder es ist was passiert, woran ich
sieht schon, dass es nicht speziell für Erwachsene oder ältere Jugendliche geschrieben ist, obwohl diese es ruhig auch lesen können. Das große Level ist wie in It oder Conjuring, aber damit auch nicht ganz für junge Teenager. So ein bisschen wie Kerstin Giers Stil vielleicht. Egal. Er ist auf jeden Fall toll für jede Altersgruppe ab Teenager und hat auch einen guten Wortschatz. Dass der Schreibstil diesen Eindruck erweckt, liegt wahrscheinlich auch an den Charakteren. Der Protagonist ist zwar 17, aber im Vergleich zu fast allen anderen männlichen 17-Jährigen aus anderen Büchern kein wirklicher Teenager, wie du stereotypisch denken würdest. Romance ist kein Teil des Buches, nur minimal werden Crushes erwähnt und an Sex denkt er erst recht nicht, obwohl es Textstellen gab, die du zweideutig interpretieren kannst. Aber es wird nicht weiter darauf eingegangen, also musst du selbst überlegen, was damit gemeint sein könnte. Zumindest habe ich es einmal so interpretiert, aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Es ist, als wäre das Buch gerade für mich geschrieben. So viel Mystery und Nervenkitzel, dass ich einen halben Roman an Kommentaren und Theorien verfasse. Teenager, die nicht die ganze Zeit an Romance und Sex denken. Gesunde Freundschaften zwischen zwei Jungs und auch keine toxische Männlichkeit, was Emotionen angeht. Keine awkward Freundschaften zwischen Mädchen und Jungs, bei denen alle gleich an Sexualorgane denken. Der Protagonist ist am Ende nicht zu einem Gott geworden und hätte ohne seine Freundis auch nicht den Tag gerettet. Ernsthaft, ohne Arthur, aber auch zwei anderen, wären die vermutlich alle tot. Es gab zwar kein Romance-Drama, aber trotzdem Anspannung in Sachen Beziehung. Hier eine platonische. Ich sag nur Sonnenbrille. Dieser Slowburn und die Chemie der beiden OMG. Ich finde auch super, dass keine Sexualitäten genannt wurden. Nur mal kurz bei Arthur wurde angemerkt, dass er kein Interesse an Männern zeigt und einen Crush auf eine Klassenkameraden hat. Und Miko hatte mal eine Freundin, wird aber nicht ausgeschlossen, dass er nicht auf Männer stehen könnte, also bi oder pan oder poly ist. Aber das war's auch. Bei keinem anderen wurde gesagt, wie sie sich identifizieren, weder hetero noch queer. Das ist vor allem super, wenn du bedenkst, dass das Buch in 2010 geschrieben worden ist. Also klar, vielleicht wurde bis 2023 einiges geändert und auf den momentanen Stand gebracht, was Queerness angeht, aber trotzdem. Allein das nicht heteronormative Denken, aber auch kein Queerzwang, verdient einen Stern für sich selbst. Es ist halt einfach so, als ob die Geschlechter ebenbürtig sind und da keine Unterschiede gemacht werden, was aber auch das Interesse untereinander angeht. Nun, viel Zeit wäre bei den ganzen Albträumen auch nicht gewesen, aber viele Autoris hätten da sicher noch eine romantische oder sexuelle Beziehung reingezwängt. Bin einfach froh, ein Buch zu haben, wo die Autorin das genauso bzw. ähnlich macht wie ich. Ich meine, ich habe meine Shippings und hätte nichts dagegen, wenn diese Personen im nächsten oder in den nächsten Bänden mehr als Freunde werden, aber an sich habe ich es nicht eilig. Solange sie Zeit miteinander verbringen und sich kennenlernen und so, fand ich das auch genug. Weil die Autorin so gut darin ist, deren Freundschaftschemie zu verabreichen, sodass Körperkontakt nicht mal annähernd nötig ist. Funken sprühen schon, wenn sie sich gegenüberstehen. Ebenso hatten einige Charaktere keine stereotypischen Eigenschaften. Zum Beispiel Claudentina ist Wissenschaft- und Mathe-Streberin, trägt aber keine Brille, sondern sieht, wie es Felix ausgedrückt hatte, auf den ersten Blick wie eine Künstlerin aus. Interessiert sich außerdem auch für Astronomie und Astrologie. Nun, natürlich ist nicht jedes Buch perfekt, auch wenn es Kleinigkeiten waren, die noch Dinge, die mir nicht so gut gefallen hatten. Das Englische wurde ins Deutsche übersetzt. Es gab ein Kapitel, wo die Freundis mit jemandem auf Englisch reden mussten. Allerdings wurde das auf Deutsch geschrieben und dahinter immer angefügt, hatte er oder sie auf Englisch gesagt. Erstens ist es unnötig, das immer wieder zu erwähnen. Zweitens waren es so Einfallsätze, die jeder Teenager heute